Hallo Mädel, servus mein Bub. Wie sagen Sie zu Hause zu Ihrem Hund? Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich gehe mal davon aus, dass sich jeder von uns vor dem Erwerb seines Hundes gefragt hat. Irgendwann mal. Hündin oder Rüde? Die meisten zumindest, möchte ich sagen. Es gibt ja die eingeschworenen Hündinnen-Fans, es gibt die eingeschworenen Rüden-Fans, so wie ich einer bin. Doch bei mir hat das keinen besonderen Grund, ist eher eine Angewohnheit. Mein erster Hund Boris war ein Rüde. Danach folgte noch ein Rüde mit Attila und dann wurde es zur Angewohnheit. Mein dritter Hund war ebenfalls ein Rüde, der Shiro, und mein aktueller, der Vito, ist auch ein Rüde. Aber wie gesagt, nicht aus besonderen Gründen, denn ich mag die Mädchen genauso gern. Ja, in diesem Video möchte ich gern auf die Unterschiede von Hündin zu Rüde eingehen. Hier herrschen ja viele Mythen, Legenden vor, viele Märchen. Man sagt den Hündinnen nach, sie machen das, sie sind so. Ähnliches gilt für die Rüden. Tanken wir uns da mal etwas durch diese Geschichte durch, sehen wir uns an, was ist Fakt, was ist Legende. Ich habe die Kommentarfunktion in diesem Video wieder geöffnet, lade Sie herzlichst dazu ein, ja, Ihren Senf dazu abzugeben. Wird sicher spannend und wir profitieren alle davon. Doch bevor wir mit diesem doch recht interessanten Video, wie ich meine, durchstarte, möchte ich da kurz mal einen Begriff ansprechen. Es geht um den Begriff Gendern. Sage ich auch aus verschiedensten Gründen, möchte ich da jetzt kurz mal ausholen und mich rechtfertigen. Ich wurde da vor nicht allzu langer Zeit angeschrieben von einem Zuseher meines Kanals und gefragt, weshalb ich eigentlich nicht gendere auf meinem Kanal, in meinen Videos. Nun, ich sage Ihnen das. Ich tue mir sehr schwer damit. Ja. Ich denke einfach nicht dran. Ich meine das nicht böse. Ich mache das nicht aus Böswilligkeit nicht, sondern ich denke nicht dran. Aber ich garantiere Ihnen, liebe Zuseher, und seien Sie sich versichert, dass ich Mann und Frau auf absolut gleiche Weise respektiere. Also da gibt es für mich keinen Unterschied. Ja. Das garantiere ich Ihnen von Herzen. Ja. Also wenn ich in meinen Videos vom Hundebesitzer spreche, dann meine ich sowohl Männlein wie auch Weiblein. Ich hoffe, damit ist alles gesagt und ich muss mich nicht nochmal rechtfertigen deswegen. Ja, also zurück zum Thema. Wie gesagt, es gibt ja viele Mythen und Legenden, die sich um Unterschiede zwischen Hündinnen und Rüden ranken, aber auch viele Fakten, also viele Fakten. Ja, eigentlich schon, aber zwei dieser Fakten möchte ich Ihnen gleich mal präsentieren. Und ich bin mir sicher, wir sind uns alle einig, wenn wir behaupten, dass Rüden und Hündinnen, die derselben Rasse angehören, sich zumeist erstmal in Größe und Gewicht unterscheiden. Also, die Rüden sind meistens größer und schwerer als die Hündinnen, die derselben Rasse angehören. Ist so, oder? Bei Zwergrassen ist es oftmals anders. Da gibt es manchmal überhaupt keinen Unterschied in Größe, Gewicht. Aber bei den größeren Hunden ist zumeist der Rüde, der wuchtigere, größere, massigere, schwerere als die Hündin, die derselben Rasse angehört. Also ich möchte sagen, das ist ein Fakt. Da sind wir uns alle einig, da bin ich mir sicher. Dann gibt es noch einen Fakt und das ist, Hündinnen werden läufig, Rüden wären das nicht. Auch das zählt nicht zu den Mythen und Legenden, möchte ich sagen. Und bevor wir da weiter tun, sehen wir uns mal an, was sich abspielt bei der Läufigkeit wenn Hündinnen läufig sind und bei der Läufigkeit, was sich da abspielt mit den Rüden. Beginnen wir mal mit den Hündinnen. Ja, wir wissen, Hündinnen werden zumeist zweimal im Jahr läufig. Manche nur einmal, so wie ihr Urahnin, die Wölfin, doch die meisten zweimal im Jahr. Die meisten Hündinnen erreichen ihre Geschlechtsreife im Alter zwischen 6 und 10 Monaten. Und wenn sie dann das erste Mal läufig werden, dann dauert das meistens zwischen 3 und 4 Wochen. Vor der Paarungsbereitschaft, also dem Eisprung, der Stehzeit, da können die schon ziemlich unkonzentriert und nervös werden, die Mädchen. Etwas gereizter als vor der Läufigkeit. Ja, und dann, wenn es zum Eisprung kommt, zur Paarungsbereitschaft, zur Stehzeit, die etwa 6 bis 10 Tage dauert die etwa. Ja. Also die Stehzeit, Sie wissen schon, wenn Ihre Hündin so gut wie jeden Rüden zur Party einlädt und sagt, mit auf die zur Seite geklappten Schweifrute tritt ein und bringt Glück herein. Sie kennen diesen Zustand. Also Rüdenbesitzer werden diesen Zustand kennen und auch Hündinnenbesitzer werden diesen Zustand kennen. Das ist so ziemlich die glücklichste Zeit unserer Jungs und unserer Mädels. Also da sind sie
ja, so am ziemlich unzugänglichsten wesenstechnisch. Ja, weisen den wenigsten Appetit vor, zeigen nicht unbedingt den ausgeprägtesten Gehorsam zu dieser Zeit. Ja, das ist die Stehzeit, die etwa 6 bis 10 Tage bei der Hündin dauert. Auch in dieser Zeit kann die Hündin schon ziemlich gereizt sein im Vergleich zu Vorläufigkeitszeiten. In der einen oder anderen Hündin eine Rivalin sehen, die ihr ihren Romeo wegnehmen möchte. Doch wenn diese Läufigkeit dann mal vorbei ist, wie gesagt, die dauert etwa 3 bis 4 Wochen, dann ist es so, und das wissen nicht alle Hündinnenbesitzer, dass bei fast allen Hündinnen einige Wochen nach der Läufigkeit dann die Scheinträchtigkeit eintritt. Und der Grund, weshalb das nicht jeder Hündinnenbesitzer weiß und jede Hündinnenbesitzerin, lassen wir es so wie es war. Ja. Warum das nicht jeder Hündinnenbesitzer weiß, ist, weil bei vielen Hündinnen diese Scheinträchtigkeit recht sanft verläuft. Ist so. Die merkt man nicht. Doch gibt es auch arme Mädchen da draußen, die da einen sehr heftigen Verlauf haben, ja, die da teilweise Scheingeburten erleben, Milchproduktion, Wehen verspüren, die derartig der Meinung sind, trächtig zu sein, dass sie jedes Püppchen, jedes Spielzeug wie ein Baby behandeln und verteidigen. Da sind sie oftmals arm, die Mädchen, das ist so. Und das Ganze kann aber 2 bis 8 Wochen dauern. Also da tun sie mir manchmal leid. Ja. Doch wenn das dann alles vorbei ist, dann haben sie es wieder geschafft. Bis zum nächsten Mal. Ja. Nun mal zu den Rüden. Ich möchte Ihnen sagen, ja, unsere Rüden werden zwar nicht läufig, doch auch wir bekommen hier anständig unser Fett ab. Ich habe jetzt meinen 4. Rüden und ich glaube, ich weiß, wovon ich spreche, denn alle meine Rüden waren intakt, waren nicht kastriert. Und in diesem Video geht es jetzt nur um intakte Hunde. Das geht nicht anders. Also hier wirklich einen tatsächlichen Unterschied zwischen Hündin und Rüde herauszuforcieren, irgendwie herauszugraben, das geht nur bei intakten Hunden. Also bei Hunden, die nicht kastriert sind, da kastrierte Hunde oftmals charakterlich völlig anders funktionieren. Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt meinen 4. Rüden, keiner meiner Rüden war kastriert und auch ich bekam da immer meistens 2-mal im Jahr mein Fett mit meinen Hunden ab. Also es ist ja so, dass auch unsere Jungs, speziell zur Zeit, wo die Mädchen gut duften, etwas verringerten Gehorsam zeigen. Die meisten. Also mein Boris, mein erster Hund, war der Hund mit dem besten Gehorsam aller meiner Hunde bis jetzt. Doch selbst der schaltete ab, wenn läufige Hündinnen unterwegs waren und der lief uns 3-mal davon. Bei diesem Hund habe ich aber immer gesagt, ich würde meine Hand ins Feuer legen, wenn es um den Gehorsam geht. Also ich hätte alles verwettet, wenn es darum gegangen wäre. Dein Hund wird einmal davonlaufen, hätte ich alles verwetten und hätte gesagt, nie im Leben. Doch das tat er 3-mal wegen läufigen Hündinnen. Ja. Gesteigerte Triebigkeit bei den Rüden. Enorm gesteigerte Triebigkeit. Ich sehe es bei Vito, der ein Tornado wird, wenn er die Fährte einer läufigen Hündin aufnimmt. Gesteigerte Streitlustigkeit anderen Rüden gegenüber. Jeder Rüde ist ein Nebenbuhler, der ihm die holde Braut wegschnappen möchte. Kommt oftmals vor, ist nicht immer so, aber sehr häufig. Bei meinen Rüden war es meistens so, dass sie dann etwas mehr noch die Ellbogen ausfuhren. Was auch oftmals der Fall ist, wenn Hündinnen läufig sind, dass die Rüden ebenfalls an Appetitlosigkeit leiden. Und bei Vito ist es so, dass er oft 2-3 Tage keinen Bissen zu sich nimmt, wenn die Hündinnen in der Umgebung läufig sind. Ich mache mir da keinen Kopf mehr mittlerweile. Ich bin das gewohnt von meinen anderen Rüden. Ich weiß, der Hunger kehrt wieder und dann schaufeln sie wieder anständig rein. Zwingen zum Fressen kann ich ihn ja sowieso nicht. Also, das sind jetzt Fakten gewesen, wenn es um Unterschiede Hündin zu Rüde kommt, möchte ich sagen. Also, die Rüden, wenn sie derselben Rasse angehören, zumeist die wuchtigeren, größeren, schwereren Vertreter der Rasse. Ja, Hündinnen werden läufig, Rüden werden das nicht aus. Punkt Ende. Jetzt sehen wir uns mal die Mythen und die Legenden an. Dinge, die den Hündinnen nachgesagt werden, den Rüden abgesprochen werden, den Rüden zugesagt werden, den Hündinnen abgesprochen werden. Was hat es mit dem Ganzen auf sich? Ich habe mir da ein paar rausgesucht. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber die Kommentarfunktion ist ja geöffnet. Da können Sie noch einige reinschreiben, wenn Ihnen welche einfallen. Und natürlich auch dazu schreiben, was Sie dazu zu sagen haben. Ja, also, man sagt ja unter anderem auch, Hündinnen seien führiger als Rüden. Ist das so? Nun, dieser Begriff ist schwer zu definieren. Was ich aber bestätigen kann, meiner Erfahrung nach, und ich kann hier natürlich nur nach meiner Erfahrung gehen, bei den meisten Kategorien da, bis auf eine, da musste ich mich etwas durchschummeln in einen der Foren. Doch hier kann ich aus Erfahrung sprechen. Und da möchte ich sagen,
Hündinnen sind nicht unbedingt führiger als die Rüden, aber die Rüden sind oftmals fürhärter als Hündinnen. Hündinnen sind manchmal nicht ganz so fürhart wie die Rüden. Das stimmt schon. Das ist meine Erfahrung. Ich möchte sie aber nicht als führiger bezeichnen. Ich kannte einige Riesenschnauzer Hündinnen, ich kannte einige Riesenschnauzer Rüden. Ich möchte behaupten, dass mir die Rüden alle etwas fürhärter erschienen sind als die Hündinnen. Wobei ich aber nicht sagen kann, dass die Hündinnen deswegen führiger waren. Sie hatten nur nicht diese ausgeprägte Fürhärte. Das kann ich bestätigen. Aber dass Hündinnen generell führiger sind als Rüden, das möchte ich verneinen. Ja. Ich habe es versucht so zu erklären, wie ich das sehe. Man sagt den Hündinnen nach, sie sind anschmiegsamer als die Rüden. Das möchte ich meiner Meinung nach bestätigen. Also, schauen Sie, auch meine Rüden, die ich besessen habe bis heute, inklusive Vito, mein letzter jetzt, mein aktueller, ja, was mein letzter ist, weiß ich noch nicht, kann aber gut sein, waren alles Schmuser. Einer mehr, einer weniger. Doch generell kann man schon sagen, dass Hündinnen etwas verschmuster sind. Schauen Sie, ich kannte viele Rottweiler Mädchen, viele Rottweiler Rüden, die Mädchen teilweise mit mehr kannten als die Rüden. Dennoch waren die Hündinnen alle etwas verschmuster, ein klein wenig anschmiegsamer, als es die Rüden waren. Auch wenn es die Rüden waren. Die Hündinnen waren sie immer etwas mehr. Also meiner Meinung nach ist das kein Mythos, sondern ein Fakt. Hündinnen im Vergleich zu Rüden derselben Rasse sind meistens die etwas anschmiegsameren. Also das ist für mich kein Mythos, das ist für mich persönlich ein Fakt. Gut, sehen wir uns das nächste an. Hündinnen sind weniger rüpelhaft als Rüden. Passen Sie auf, ich versuche das auf, ja, so zu erklären, wie ich das sehe. Wie definieren Sie rüpelhaft? Was ist ein rüpelhafter Hund? Ein Hund, der ständig auf Rempeln draußen unterwegs ist und so. Also ich kannte Hündinnen, also die waren derartig rüpelhaft unterwegs, ja, ich weiß nicht. Da müssen sich viele Rüden anhalten, ja, wenn es um das geht, aber ja, es stimmt schon. Schauen Sie, die Rüden sind öfter in der Art und Weise unterwegs. Schauen Sie, passen Sie auf, ich versuche das so zu erklären. Ja. Während die Hündinnen, es ist eine ganz individuelle Geschichte, das wissen wir alle, aber Sie müssen schon zugeben, dass die Rüden öfter so unterwegs sind. Ist irgendwas? Passt dir was nicht? Sie wissen, was ich meine, ja? Das ist schon öfter so der Fall, bei Rüden als bei Hündinnen. Klar, haben wir auch viele Hündinnen, die auf diese Art und Weise ja, die Ärmel anspannen und unterwegs. Ja, aber im Allgemeinen gesehen tun das die Rüden schon mehr, weil das ist einfach eine Sache der Natur. Ist so, ja. Also, viele sagen nein, Hündinnen sind nicht weniger rüpelhaft als Rüden, doch ich sage, wenn wir den Gesamtschnitt hernehmen, ja, gleiche Rasse, Rüde zu Hündin und so, sind die Rüden die rüpelhafteren. Oh ja, also ich möchte sagen, das ist nicht unbedingt ein Mythos, sondern zumeist, ich sage absichtlich zumeist, ein Fakt. Also ich würde es so stehen lassen und sagen, das ist okay. Ja? Das ist meine Meinung. Also, sind Hündinnen weniger rüpelhaft als Rüden? Ja, sind sie. Okay? So sehe ich das. Man sagt, Hündinnen markieren nicht. Doch, das tun sie. Ich sah das schon. Erst kürzlich wieder. Wir haben hier eine deutsche Pinscherhündin, schwarz-braun, die wahnsinnig verliebt ist in meinen Vito. In meinen Vito lieben viele Hündinnen. Auch die tolle Hydra, die Cane Corso-Hündin, ist schwer verliebt in meinen Rüden. Ja, das sieht ja auch gut aus. Ja. Und vor einigen Tagen war ich hinten unterwegs am Feld mit Vito und wir trafen diese deutsche Pinscherhündin. Die ist nicht läufig. Das sage ich aus bestimmten Grund, komme ich dann gleich darauf zurück. Vito markierte auf einem Baum, schwupps, hinten nach die deutsche Pinscherhündin und die markierte ebenfalls am Baum. Zwar nicht so elegant wie Vito, der das halt so macht, wie sein Rüde macht, sondern eher so in halb gehockten Zustand und dennoch brachte die es fertig, in diesem halb hockenden Zustand ein Bein zu heben. Also es sah etwas eigenartig aus, aber sie hob das Bein und markierte auf diesem Baum. Ich habe deswegen gesagt, diese Hündin ist nicht läufig, weil es oft so ist, dass Hündinnen in der Stehzeit, also nach dem Eisprung, wenn sie paarungsbereit sind, häufiger das Bein heben und markieren, als sie es tun, wenn sie nicht läufig sind. Also, ja, Rüden markieren weit häufiger als Hündinnen, aber auch Hündinnen markieren. Es ist also ein Mythos, wenn man sagt, Hündinnen markieren nicht. Es stimmt schon, die Behauptung stimmt schon, wenn man sagt, Hündinnen entleeren sich schneller als Rüden. Also
so habe ich das erlebt. Hündinnen sind nach 3-4 Mal Hockern zumeist leer, ja, sind fertig. Rüden markieren oftmals 30 Mal bei einer Gassi-Runde, speziell dann, wenn Hündinnen läufig sind. Das ist so, das sage ich nicht nur so, das habe ich schon oft gesehen. Also die markieren in einer Anzahl, wo ich mir schon denke, sag mal, wo hast du diesen Kanister befestigt mit der Flüssigkeit drin, die du da entleerst? Ja? Viele Rüdenbesitzer werden mir das bestätigen. Ja, stimmt schon, Hündinnen markieren bei Weitem nicht so oft permanent, ständig wie Rüden, das ist klar. Ja. Aber manchmal markieren auch Hündinnen. Manche Hündinnen tun das nie. Einige Hündinnen tun das oft. Ja, das ist verschieden. Aber zu sagen, Hündinnen markieren nicht, das ist falsch. Das ist ein Mythos. Also, markieren Hündinnen? Ja, tun sie. Ist ein Fakt. So, ganz berühmte Legende, ein berühmter Mythos, eine Sache, die man Hündinnen nachsagt. Und da spreche ich auch aus Erfahrung, also da möchte ich eine Meinung abgeben, wo ich ziemlich sattelfest bin, möchte ich sagen. Man sagt den Hündinnen nach, sie kämpfen verbissener als Rüden. Jetzt werden viele von Ihnen, das habe ich schon gehört. Ja, das stimmt. Oh, ja, ich weiß, ja, das hat so ziemlich jeder Hundemensch schon mal gehört. Ja. Dass Hündinnen verbissener, tödlicher kämpfen als Rüden. Ist das so? Ich könnte das jetzt in die Länge ziehen, dieses Thema. Ich kann es aber auch kurz machen. Ich versuche aber ein Mittelding zu finden. Ja? Wenn ich es kurz machen würde, würde ich sagen, nein, das stimmt nicht. Ja? Ich versuche es aber jetzt so zu erklären, dass Sie, wenn Sie hinter dieser Legende stehen, hinter diesem Mythos stehen, also sagen, das stimmt, ja? Dass Sie verstehen, warum ich der Meinung bin. Also passen Sie auf, ich sage Ihnen was. Rüden geraten viel häufiger, im Schnitt, nicht immer. Es gibt auch Hündinnen, die ständig auf Rempeln unterwegs sind, auf Pöbeln unterwegs sind. Aber im Schnitt geraten Rüden öfter in so Geplänkel hinein, ja, wo 2-3 Ohrfeigen ausgeteilt werden gegenseitig und das war's dann, also nichts wirklich Ernstes. Hündinnen geraten weniger oft in solche Geplänkel hinein. Die geraten öfter in wirklich ernste Kämpfe hinein. Doch ernste Kämpfe, Kämpfe mit tödlicher Absicht gibt es bei Rüden genauso häufig wie bei Hündinnen. Soll ich Ihnen was sagen? Ich kannte sogar mehr Rüden, die mit Tötungsabsicht in einen Beschädigungskampf gingen, als ich Hündinnen kannte. Ja, ich kannte Hündinnen, die enorm verbissene, heftige Kämpferinnen waren. Kannte ich, aber ich kannte noch mehr Rüden, die das taten. Also zu behaupten, die Rüden kämpfen nicht so verbissen wie Hündinnen. Hündinnen kämpfen immer mit Tötungsabsicht, Rüden nicht. Das ist nicht richtig, liebe Zuseher. Ja? Eines der besten Beispiele ist mein Attila gewesen. Es ist nicht schön, wenn ich das sage, aber das ist nun mal Fakt. Mein Attila kämpfte ausnahmslos mit Tötungsabsicht. Fast lautlos. Und ich kannte einige Rüden, die das taten. Also ich würde sagen, das ist ein Mythos. Hündinnen geraten weit weniger oft in solche Geplänkel hinein. Das ist eher die Welt der Rüden. Ja, dieses Pöbeln, geben sich jeder 2-3 Ohrfeigen, ja, und die Sache ist dann wieder erledigt. Also nichts Schlimmes. Aber Rüden kommen genauso häufig auch in heftige Kämpfe, in ernsthafte, tödliche Kämpfe, also mit Tötungsabsicht, wie Hündinnen. Also wie gesagt, das ist für mich ein Mythos. Das ist meine Meinung, da stehe ich felsenfest dahinter. Also das ist für mich ein Stein gemeißelt. Nein, Hündinnen kämpfen nicht verbissener als Rüden. Das ist nicht richtig, meiner Meinung nach. Ja, so, sehen wir uns mal die Rüden an. Man sagt den Rüden nach, sie wären die besseren Wach- und Schutzhunde. Und hier kann ich ganz klar sagen, das ist ein Mythos, das stimmt nicht. Wie lange hatte ich mit dem Hundesport zu tun? Ich weiß nicht, 20 Jahre, 25 Jahre intensiv, 20 Jahre intensiv, glaube ich, waren es. Lassen wir es dabei. Dabei hätte ich niemals einen Unterschied bei den Wach- und Schutzhundeeigenschaften zwischen Hündin und Rüde feststellen können. Ja, ein Gewichtsunterschied ist da bei Hunden derselben Rasse. Das ist ganz klar, dass ein Rottweiler Rüde der bessere Schutzhund sein wird wie eine Chihuahua Hündin. Das ist auch ganz klar, aber generell sind Rüden nicht die besseren Wach- und Schutzhunde. Die melden genauso zuverlässig und werden sie genauso effektiv verteidigen wie der Rüde. Ja, es kommt hier immer darauf an, wie die Hunde generell von der Rasse her gepolt sind, ja, oder welches Individuum sie darstellen, ganz klar. Aber generell gibt es hier beim Thema Bewachen, Beschützen, also für mich, meiner Erfahrung nach, überhaupt keinen Unterschied zwischen Rüde und Hündin. Also, zu behaupten, Rüden wären die besseren Wach- und Schutzhunde, ist für mich ein klarer Mythos. Sehen wir uns das nächste an.
Man sagt den Rüden nach, sie wären die besseren Jagdhunde. Und hier musste ich schummeln, um Ihnen ein annehmbares Ergebnis liefern zu können in diesem Video. Das tat ich auch, denn ich bin kein Jäger. Ich war mit meinen Hunden noch nie jagen. Meine Hunde waren schon jagen, ja. Aber da war ich nicht in der Funktion eines Jägers, sondern im Besitzer, der da hinten nach war und versuchte, seine Hunde vom Wildern wieder abzurufen. Ja. Aber ich war noch nie gezielt jagen mit meinen Hunden. Ich kann also nicht sagen, ob Rüden die besseren Jagdhunde sind als die Hündinnen. Aber was ich tun kann und was ich getan habe, war, ich habe mich in Foren bewegt, etwa 2 oder 3 Stunden lang, von Jägern, und habe nach diesem Begriff gesucht, Unterschied Hündin, Rüde, jagdliche Eigenschaft und so weiter und so fort. Und ich kann Ihnen nur sagen, was ich dort gelesen habe. Und das habe ich etwa 20 oder 30 Mal bestätigt bekommen in diesen Foren. Und es war folgendes, dass diese Jäger allesamt ausnahmslos behauptet hätten, zwischen Hündin und Rüde gibt es, wenn es um die jagdlichen Eigenschaften geht, überhaupt keine Unterschiede nicht. Ja? Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Also möchte ich sagen, dass die Behauptung, die Rüden wären die besseren Jagdhunde als die Hündinnen, einen Mythos darstellt und kein Fakt ist. Ja, gut. Was ist das nächste? Ja, man sagt den Rüden nach, sie sind selbstständiger als die Hündinnen. Das möchte ich bestätigen. Im Schnitt ist ja unmöglich, aufs Individuum einzugehen, das ist ja ganz klar. Im Schnitt sind sie etwas selbstständiger als die Hündinnen, die etwas anschmiegsamer sind. Ja, vielleicht nicht in einem Ausmaß, wie er extrem ist, ja, aber bei einigen Rassen sind Rüden doch merklich selbstständiger als Hündinnen. Herdenschutzhunde zum Beispiel. Ja, die können schon merklich dominanter, selbstständiger sein als die Hündinnen, die da weit anschmiegsamer sind als die Rüden. Aber ja, ich möchte behaupten, das ist kein Mythos. Ich möchte sagen, die Behauptung, dass die Rüden zumeist die etwas selbstständigeren Hunde sind als die Hündinnen, ein Fakt ist und kein Mythos ist. Aber das ist meine Meinung. Und wie gesagt, klar kommt es hier aufs Individuum an, aber im ganzen Video hier kommt es aufs Individuum an. Deswegen müssen wir einen Schnitt nehmen. Sie verstehen schon, was ich meine. Und hier, ja, würde ich sagen, die Rüden sind vielleicht einen Ticken selbstständiger als die Hündinnen, die mehr die Nähe, den Kontakt zum Besitzer oder zur Besitzerin suchen. Ja? Also das ist meine Meinung. Ja, Rüden sind dominanter als Hündinnen. Das ist dasselbe wie beim Thema rüpelhaft. Sind Hündinnen weniger rüpelhaft? Und so. Ja, das ist also dominanter. Rüden versuchen mit Sicherheit, und da fährt die Eisenbahn drüber, öfter zu imponieren. Ja, einem anderen, einem Kontrahenten gegenüber, als es Hündinnen tun. Tun Hündinnen auch, aber die Rüden tun es öfter. Das ist nun mal Gesetz der Natur bei den meisten Lebewesen männlicher Art, möchte ich sagen. Ja. Ist auch bei uns Menschen nichts anderes. Ne? Aber bei Hunden ist es auch so. Die Rüden sind meistens die öfter mal dominieren wollen, öfter mal zeigen wollen, wie gut sie drauf sind, wie unschlagbar sie sind, ja? Welche tollen Hechte sie sind. Die Hündinnen tun das auch, aber nicht in dem Ausmaß, wie es die Rüden tun. Also Rüden sind, wenn sie die gleiche Rasse sind wie Hündinnen, meistens dominanter als die Hündinnen. Meistens sind sie das. Nicht immer, aber meistens doch. Das müssen Sie mir schon zugestehen. Also das ist meine Meinung und ich würde sagen, auch das ist kein Mythos, sondern das ist ein Fakt. Schauen Sie, die Hauptunterschiede zwischen Rüde und Hündin, das sind ja ganz klar. Das sind eigentlich gar nicht viel. Das sind, die Rüden wären größer und schwerer, wenn sie derselben Rasse gehören. Die Hündinnen wären läufig, die Rüden wären es nicht. Punkt, aus, Ende. Und den Rest, ja, das ist eigentlich, ja, weiß ich nicht, Geschmackssache. Es ist genau so schön zu arbeiten mit Hündinnen wie mit Rüden, wenn sie einen gewissen Wildoblis mitnehmen. Man kann mit Rüden genauso schmusen wie mit Hündinnen. Die Hündinnen sind vielleicht ein klein wenig anschmiegsamer. Man kann sie wohl mit Rüden einen dominanten Hund zu Hause haben, das kann man aber auch mit Hündinnen haben. Ja, also, wie gesagt, die Hauptunterschiede für mich persönlich sind, ja, die Rüden werden zumeist mächtiger. Und sie werden nicht läufig. Die Hündinnen werden das und sind zumeist etwas weiblicher gebaut. Mehr Unterschiede gibt es nicht. Das ist meine Meinung. Und ich weiß nicht, wie das bei Ihnen aussieht, aber wie gesagt, die Kommentarfunktion ist geöffnet und Sie können ja gern reinschreiben, weshalb Sie sich eher an den Hündinnen orientieren oder weshalb Sie sich eher an den Rüden orientieren. Ja,
Viel mehr kann ich dazu nicht sagen, nur dass ich sowohl Hündinnen als auch Rüden liebe. Das ist in Stein gemeißelt und ich mich sehr gefreut habe, dass Sie mir zugesehen haben. Boah, es ist mir so heiß, jetzt schmeiße ich mich gleich unter die Dusche. Freue mich schon drauf. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.